Stellen Sie sich eine typische Verkaufssituation vor. Der Käufer will wenig bezahlen, der Verkäufer aber viel bekommen. Und genau hier liegt ein Fehler, den die meisten Verhandler begehen. Sie reduzieren die Verhandlungspunkte auf zu wenige Faktoren. Klar, der Preis ist ein wichtiger Faktor in Verhandlungen, aber er sollte nicht der einzige sein. Bei erfolgreichen Verhandlungen dreht sich nicht immer alles nur ausschließlich um den Preis. Wenn es gegen Ende eines Verkaufsgesprächs bzw. einer Verhandlung heißt, wir haben uns fast geeinigt, nur über den Preis müssen wir noch sprechen, dann ist eine Einigung nicht in Sicht. Warum? Weil die Parteien hier alle Optionen vom Tisch genommen haben, bis auf eine, nämlich den Preis. In diesem Fall müssen Sie sich auf ein reines Tauziehen einstellen und darauf abzielen, dass jeglicher Gewinn, den Sie machen, zu einem gleichwertigen Verlust bei Ihrem Gegenüber führt. Und umgekehrt, also das typische Nullsummenspiel. Die Lösung? Bringen Sie andere Optionen auf den Tisch und finden Sie so viele davon, wie Sie nur können. Grundsätzlich gilt, wenn Unternehmen bzw. Verkäufer wahre Kundenbedürfnisse befriedigen, müssen sie den Preiskampf nicht mitmachen. Wenn ein Handyprovider, ein Internetanbieter oder auch ein Bankberater Sie als Kunde gewinnen möchte, dann halten Sie sich nicht zu lange mit den Gebühren, also dem Preis auf, sondern fragen Sie sofort, was er alles für Sie tun könnte. Häufig bekommen Sie Leistungen, die das Zigfache dessen wert sind, was Sie an Geld bezahlen. Erfreulich ist, dass Sie auf diese Weise sogar den Wert des Gesamtpaketes erhöhen. Sie wollen zum Beispiel ein Auto kaufen, aber höchstens 30.000 € ausgeben. Der Händler aber verlangt 32.000 €. Versteifen Sie sich in diesem Fall nicht auf den Preis, sondern fragen Sie nach kostenlosen Inspektionen, Sonderausstattung, Garantien, Winterreifen und der Aktualisierung des Navigationsgeräts für die nächsten 5 Jahre. Diese Dinge sind Ihnen bares Geld wert, kosten den Händler aber deutlich weniger. Der Wert für Sie für diese Dinge liegt vielleicht bei 5.000 €. Die Kosten des Händlers aber liegen nur bei 2.000 €. Sie zahlen also 32.000 €, erhalten nun aber einen Gegenwert von 35.000 € statt 30.000 €. Der Kuchen wird also für alle Beteiligten vergrößert. Heutzutage sieht man oftmals die Tendenz, dass sich alle Aufmerksamkeit auf den Preis richtet. Dies führt aber dazu, dass niemand mehr etwas gewinnen kann. Die Folge ist ein Preiskampf, bei dem letztlich jeder verliert. Mit dem Begriff der adversen Selektion beschreiben Wirtschaftswissenschaftler, warum letztlich nur Billiganbieter übrig bleiben. Statt Win-Win kommt es am Ende zum Lose-Lose, da die Gewinne der Verkäufer ebenso wie der Gegenwert für die Käufer immer weiter sinken. Solange Produkte klare Werte für den Käufer schaffen, gibt es nicht nur ein einziges Produkt auf dem Markt. Nehmen wir zum Beispiel den Automobilmarkt. Auch wenn es Autos für 10.000 € gibt, werden auch Autos für 100.000 € verkauft, weil andere Faktoren wie die Ausstattung, Motorleistung und auch die Marke und das Image zählen. Wer wahre Kundenbedürfnisse befriedigt, muss den Preiskampf nicht mitmachen. Wenn ich eine Empfehlung für erfolgreiches Verhandeln geben sollte, würde ich sagen, das Erste, was Sie tun müssen, sind die Optionen, um den Verhandlungsgegenstand zu erweitern. Danach gilt es, die Dinge zu finden, die unterschiedliche Werte für Sie haben. Dann können Sie einen guten Deal aushandeln, der für beide Seiten attraktiv ist.